Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Maskieren. Von gemalten Bildern natürlich, nicht von einem selber. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr gerne einen Aquarellhintergrund machen möchtet, aber euch nicht sicher seid, ob ihr es schafft, einfach weil das Bild so fein detailliert ist und ihr nicht mit dem Pinsel um diese ganzen Details drumherum kommt. Und tatsächlich gibt es eine Lösung dafür. Und zwar gibt es die Maskierflüssigkeit. Die sieht so aus, als Beispiel Masking Fluid oder Maskiergummi. Ich habe jetzt hier eins von Winsor Newton. Ich habe es mir gekauft, weil es ein bisschen gelblich eingefärbt ist und es mir so leichter fällt zu sehen, wo ich diese Flüssigkeit genau verteile. Hier könnt ihr schon mal sehen. Hier habe ich es ein bisschen verteilt. Hier habe ich es ein bisschen verteilt. Man kann dann auf jeden Fall gucken, ob man alles abgedeckt hat oder ob man irgendwo übergemalt hat. Ich habe diese Flüssigkeit zum größten Teil nur in der Farbe Weiß gesehen, aber Winsor Newton hatte die in so einem Gelb. Ich glaube, auch andere Firmen haben sie ein bisschen eingefärbt. Als ich mir das gekauft habe, wusste ich noch nicht, dass es auch eine andere Möglichkeit gibt. Und zwar gibt es auch einen Stift. Ich habe ihn jetzt nur von der Firma Molotow gesehen. Mit dem Stift kann man dann direkt die Maskierflüssigkeit auf dem Papier auftragen. Zu spät gesehen, Maskierflüssigkeit schon gekauft. Deswegen mache ich es mit einem Pinsel. Der Nachteil an dem Pinsel ist, er sieht hinterher so aus. Es ist so eine verklebte Masse, die ich auch nicht mehr sauber bekomme. Hier klebt alles irgendwie dran fest. Und ja, mit diesem verklebten Pinsel trage ich jetzt die Flüssigkeit auf. Leider kann man mit dem Pinsel nicht so detailliert arbeiten, deswegen benutze ich auch so ein Tool. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Ihr wisst es bestimmt. Ich habe es schon bei Leuten gesehen, die Nagelkünstler sind, oder manche benutzen es auch für diese Punktmandala. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren schreiben. Auf jeden Fall benutze ich dieses Teil auch für die Feinecken, wo man nicht so hinkommt. Wenn diese Flasche länger steht, bildet sich hier unten ja so eine gelbliche Ablagerung und das muss man dann erstmal aufschütteln. Der Nachteil, wenn man schüttelt, es entsteht halt so ein Schaum und Luftblasen. Könnt ihr ja mal reingucken. Seht ihr ja, ne? Schaum und Luftblasen. Das kann zum Problem werden, wenn man mit dem Pinsel reingeht und quasi nur Schaum und Luftblasen aufträgt. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber hier bei der Blume habe ich so ein schaumiges Luftbläschen aufgetragen. Und da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil diese Luftbläschen platzen natürlich und bedecken dann nicht die ganze Blume. Wenn ihr dann über das ganze Bild mit dem Pinsel geht, dann würde die Farbe hier in die Luftbläschen natürlich auch mit reinlaufen und ihr hättet da nach dem Abreiben von dem Gummi eben auch Farbe. Meine Lösung dazu ist, die Flasche ein bisschen zu kippen, dann läuft luftblasenfreie Flüssigkeit raus und da drin könnt ihr dann den Pinsel tauchen. So, zum Auftragen. Eigentlich ist das Ganze keine große Kunst. Man trägt es mit diesem verklebten Pinsel so gut auf, wie man kann. Man sollte natürlich auch darauf achten, dass man innerhalb
der Ränder bleibt. Und damit ich näher an die Ränder rankomme, kann ich hier ein bisschen von dieser Maskierflüssigkeit auf dieses Teil geben und die Farbe kontrollierter bis zum Rand ziehen. Wie ihr seht, ist das Ganze eigentlich gar nicht so schwer. Und so würde man eben für das komplette Bild verfahren. Ich würde euch raten, schnell zu arbeiten, weil erstens trocknet der Pinsel natürlich schnell zu einem Klumpen, je mehr man arbeitet. Und zweitens trocknet die Maskierflüssigkeit in dem Behälter auch, je länger man ihn offen lässt. Ich arbeite jetzt etwas schneller, nicht so ordentlich, weil das ja nur eine Demonstration in dem Buch ist. Und natürlich würde ich euch raten, auch wirklich Blumenblatt für Blumenblatt jetzt in dem Fall hier zu machen, weil diese Flüssigkeit einfach so unglaublich schnell trocknet, dass man gar keine Möglichkeit mehr hat, schnell hinterher noch Korrekturen zu machen, wenn man die nicht direkt hat. Aber ich denke, ich habe alles soweit mitgenommen. So. Dann können wir ja auch einen kleinen Test mit dem Einfärben machen. So, ich habe hier blaue Farbe angerührt. Das ist keine Wasserfarbe, sondern das ist Gouache. Das ist auch eine wasserbasierte Farbe, aber ein bisschen pigmenthaltiger als Aquarell oder Wasserfarbe und etwas mehr opak. Auch nicht ganz wie Acryl, also schwer zu beschreiben, aber ich hatte einige interessante Sachen damit gesehen und habe mir die Farbe gekauft und wollte jetzt ein paar Sachen selber damit austesten. Deswegen können wir das dann ja alles zusammen verbinden. So, das Ganze ist einigermaßen getrocknet. Man sollte natürlich warten, bis es ganz getrocknet ist. Und das dauert ein bisschen. Ich drehe das mal, damit ich besser dran komme. Also hier, ich habe wirklich unordentlich aufgetragen und auch nur mit dem Pinsel, was man halt hier überall sieht, wo ich drüber gekommen bin und wo ich einfach nicht sauber gearbeitet habe. Bei der Blume habe ich wesentlich sauberer gearbeitet und bin da mit diesem kleinen Ding hier auch über die Kanten gefahren, anstatt zu versuchen, das mit diesem verklebten Pinsel zu erwischen. Und wie ihr seht, klappt das wesentlich besser. Das ist wirklich
die bessere Wahl und man sollte sich da echt für Zeit nehmen und das ordentlich machen, weil man sich hinterher sonst einfach nur ärgert. Ich meine, okay, die Sachen, die hier übersehen wurde, die kann man vielleicht noch mit Aquarell nachbessern, aber wenn man in die Blume reingemalt hat und helle Farben geplant hat, dann ist das nicht ganz so gut. Ich habe hier von meiner Cricut so ein kleines Hakending. Normalerweise, wenn ihr hier unten anfangt zu reiben, also einfach mit dem Finger drüber rubbeln, wenn alles wirklich ganz trocken ist, solltet ihr überhaupt keine Probleme haben, das Ganze abzurubbeln von der Seite. Testet das vorher auf einer kleinen Fläche. Manche Papiere sind sehr empfindlich oder manche Maskierflüssigkeiten sind so klebend, dass die das Papier mit abrubbeln. Ich rubbel allerdings nur ein bisschen, um Anfang zu bekommen und ziehe das mit den Haken ab. So ist es für mich am einfachsten und ich vermeide auch, dass ich die Farbe, die sich auf dem Gummi hier festgesetzt hat, weiter über meine freien Flächen verrubble, wenn ich das über die ganze Seiten reibe. Man kann das bestimmt auch mit einem Zahnstocher machen oder mit einer Nadel vielleicht. Für mich war jetzt dieser Haken hier die einfachere Wahl, einfach um das leicht abzuziehen, ohne jetzt über das Papier zu rubbeln und die Farbe, die sich da vielleicht noch festgesetzt hat und noch nicht ganz trocken ist, über meine hellen Flächen zu schieben. Das macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß. Ja. Also diese Maskierflüssigkeit ist schon praktisch, wenn man wirklich Flächen aussparen möchte und mit Aquarell oder sonstigen Farben über das komplette Bild gehen will, ohne sich Sorgen zu machen, dass man Sachen anmalt. Ja. Also ich habe nicht ordentlich gearbeitet, das sieht auch nicht super schön aus, aber ich habe was getestet und das war Sinn der Sache. Wie gesagt, Maskierflüssigkeit, eine tolle Sache, wenn man Flächen aussparen möchte. Man sollte allerdings ordentlich arbeiten, sodass man wirklich sauber an den Kanten ist und nicht so Freiflächen hat wie hier. Das sieht ja überhaupt nicht schön aus. Aber ich hatte das nur testweise gemacht und weil ich oft Fragen bekomme, wie ich Sachen ausspare, ob ich die irgendwie abklebe oder sonstiges, dachte ich, ich zeige euch einfach mal, wie Maskierflüssigkeit funktioniert anhand von diesem Beispiel. So, das war es auch von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen was zeigen und ihr fandet es hilfreich. Hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.